Jeder erinnert sich an den Sommer, der alles verändert hat. Für manche ist es einfach nur eine schöne Erinnerung. Für andere beginnt damit ein völlig neues Leben, auch wenn es zuerst gar nicht so aussieht. Das hier ist die Geschichte eines solchen Sommers. Und das ist Matteo. Um seinen Sommer geht's. Und ich weiß genau, was ihr denkt. Was für ein Player. Und tatsächlich waren seine Vorfahren irgendwann mal stolz auf ihren Nachnamen Playa und haben das zum Anlass genommen, nach Sulani auszuwandern. Doch bei Matteo ist der Name einfach nur Programm. Und nicht wenige der Einheimischen sprechen diesen Namen nun mit Absicht falsch aus. Um seinen Sommer geht's, auch wenn er jetzt noch absolut nichts davon ahnt und sich eigentlich auch ganz wohl in seinem Leben fühlt und nicht wirklich das Bedürfnis hat, dass sich irgendetwas jemals ändern möge. Tatsächlich ist bei ihm ja auch irgendwie immer Sommer. Die Sonne scheint, er ist einfach immer gut drauf. Und es gibt immer wieder genug Frauen, die seinem Charme und seinen Fähigkeiten und nicht zuletzt seinem Körper in seinem Job als Rettungsschwimmer verfallen. Wer ich bin? Das ist erstmal völlig unwichtig. Dazu kommen wir später. Aber ihr könnt euch sicher sein, dass ich keine von diesen Mädels bin, die Matteo verfallen ist. Egal wie schnell er schwimmen kann oder wie gut er aussieht. Ich bin auch nicht der Typ dafür, der sich mit Absicht retten lässt. Nein, aber ich glaube trotzdem, dass ich nicht ganz ungeeignet bin, euch diese Geschichte zu erzählen. Und zum Teil ist es auch der Sommer, der für mich alles veränderte. Wie sieht wohl der typische Tag von jemandem aus, der im ewigen Sommer lebt und dazu noch an einem Ort, wo andere Urlaub machen? Gar nicht so viel anders, als ihr euch das wahrscheinlich vorstellt. Sich früh von der Sonne wecken lassen, am Strand frühstücken oder brunchen, neue Bekanntschaften schließen, neue Fähigkeiten entdecken und natürlich andere damit beeindrucken, während der Arbeit chillen, zwischendurch doch ein kleines schlechtes Gewissen haben und ein bisschen Ausschau halten, ob vielleicht jemand Hilfe braucht oder man den nächsten Flirt erspäht und den Abend entspannt ausklingen lassen. Wenn es nach Matteo gegangen wäre, hätte das ewig so weitergehen können. Aber sein Lebensstil hatte was dagegen. Denn natürlich musste das irgendwann alles zusammenbrechen und auffliegen. Egal, ob er seine Dates auch mal woanders hin verlegt hat. Eines Tages knallte es. Und dann natürlich gleich mehrfach. Und irgendwie wollte er dann einfach nur weg. An einen völlig anderen Ort. Aber wohin flüchten? Wo ihn absolut niemand kennt? Und wo ihn vielleicht auch nichts an dieses alte Leben erinnern würde. Genau, an einen Ort, an dem immer Winter ist. Bisher hatte Matteo Sulani nur selten verlassen. Und wenn überhaupt, dann auch nur für das eine oder andere Date. Dafür ging es nun gleich richtig weit weg und dazu noch in eine völlig andere Welt. Mount Komorebi. Er brauchte einfach etwas völlig Neues und Unberechenbares. Was für andere ein Kulturschock gewesen wäre, tat Matteo vom ersten Moment an einfach nur gut. Die Temperaturen, die neuen Herausforderungen, kulinarische Überraschungen und auch die Menschen, die irgendwie so eine ganz andere Einstellung zum Leben hatten. Als allererstes genoss er einfach nur die Zeit im Schnee. Schließlich hatte er noch nie im Leben welchen gesehen. Als er allerdings an seine körperlichen Grenzen stieß, kam er auf die Idee, abends ein Spa zu besuchen. Dort begegnete ihm die Kunst der Meditation. Nie hätte er gedacht, dass er das oder auch Yoga jemals brauchen könnte. Doch je mehr er sich mit sich selbst und seinen tiefsten Bedürfnissen beschäftigte, umso mehr stellte er fest, dass er all das, was er je für wichtig gehalten hatte, am Strand chillen, Anerkennung, ständige Eroberung, eigentlich gar nicht brauchte oder überhaupt vermisste. Matteo traf auf viele Einheimische
und durch seine noch immer offene Art kam er auch schnell mit ihnen ins Gespräch. Trotzdem hatte sich etwas verändert. Er hörte viel mehr zu, als selbst zu sprechen und von sich zu erzählen. Einer der Einheimischen erzählte ihm vom Jugendfest. Neugierig geworden, wollte er auch hier alles ausprobieren und war überwältigt von dem bunten Treiben. So richtig wusste er gar nicht, wo er anfangen sollte. Und dann sah er sie. Sie fiel einfach auf, inmitten des Festes und der anderen Einheimischen. Irgendwie hatte sie etwas Besonderes und Matteo traute sich gar nicht so richtig rüber zu ihr zu gehen. Er hatte ja gemerkt, dass die Menschen hier etwas anders waren und hatte auch ein bisschen Angst anzuecken. Aber letztendlich hätte er sich auch nie verzeihen können, sie nicht wenigstens angesprochen zu haben. Ihr Name war Juna und von diesem Moment an war es irgendwie, als ob sie sich schon immer gekannt hätten. Sie sprachen den ganzen Abend miteinander und verabredeten sich auch für den nächsten Tag. Denn so lange konnte sie irgendwie nicht bleiben, was Matteo ein bisschen traurig zurückließ. Aber er war aufgeregt, sie am nächsten Tag wiederzusehen. Matteo und Juna verbrachten den ganzen Sommer miteinander. Sie zeigte ihm alles, was er in Mount Komorebi noch nicht selbst entdeckt hatte. Nach einer gewissen Zeit kamen sie sich auch endlich näher. Er sollte Recht behalten. Sie war so ganz anders als alle, die er vorher kannte. Keine Eroberung für eine Nacht, sondern etwas ganz Besonderes. Tatsächlich verbrachte sie auch nie die Nacht mit ihm. Immer wenn der Abend vorangeschritten war, verabschiedete sie sich. Matteo hatte keine Ahnung warum. Trotzdem fanden sie eines Abends in einer sonst leeren Therme die Gelegenheit, sich ganz besonders nahe zu sein. Kurz darauf war es soweit. Der Abend des Lichtfestes kam. Matteo hatte sich nach Junas Erzählungen darüber so darauf gefreut. Gleichzeitig wusste er, dass das Fest das Ende des Sommers markierte und somit auch das Ende seiner Reise. Ihm war natürlich von Anfang an klar gewesen, dass der Sommer nicht ewig dauern würde. Vor allem, weil er all sein Geld für Flug und Unterkunft ausgegeben hatte. Trotzdem traf es ihn nun wie ein Schlag ins Gesicht. Am liebsten wäre er nie wieder abgereist, schon gar nicht jetzt, da er Juna kennengelernt hatte. Doch wo und wovon sollte er leben? Juna hatte ihm gestanden, dass sie noch bei ihren Eltern wohnte. Dass er dort einzog? Völlig ausgeschlossen. Das ständige Nachdenken über seine Geldsorgen machte sich sogar äußerlich bemerkbar. Matteo war völlig erschöpft. Dennoch versuchte er, das Fest und den letzten gemeinsamen Abend so gut wie möglich zu genießen. Er versprach Juna, irgendwann wiederzukommen. Als er zurück nach Sulani kam und endlich seine Füße wieder den gewohnten Sandboden betraten, fühlte sich Matteo erstmal wieder besser und zu Hause angekommen. Aber das hielt nicht lange, denn er musste ziemlich bald feststellen, dass sowohl Strom als auch Wasser in seinem Haus abgestellt worden waren. Er hatte die Rechnungen vergessen. Und er hatte nicht mal mehr Geld, diesen ganzen Rechnungsberg, der sich über den Sommer hinweg angestaut hatte, zu zahlen. Es war also irgendwie kein Wunder, dass er ziemlich schnell nach seiner Ankunft schon zurück in seine alte Routine verfiel. Ja, vielleicht war es auch irgendwie verständlich. Er brauchte ja schließlich einen Platz zum Schlafen, zum Duschen, zum Essen. Trotzdem gelang es ihm natürlich irgendwann, die Rechnungen zu bezahlen und es fühlte sich einfach alles wieder an wie früher. Es war, als ob der Sommer nie stattgefunden hatte. Er war völlig gefangen in seiner alten Routine, in seinem Job und in den endlosen Eroberungen, eine Nacht nach der anderen. Eines Nachts jedoch, und es war zum Glück eine, in der er alleine war, wurde er von einem Geräusch geweckt, das er so noch nicht bei sich zu Hause gehört hatte. Es kam von der Terrasse. Langsam und auch ziemlich unsicher näherte er sich der Tür, um zu entdecken,
dass jemand auf seiner Terrasse einen Korb mit einem schreienden Baby abgestellt hatte. Matteo war total schockiert. Er hatte keine Ahnung, was das zu bedeuten hatte und rief sofort die Polizei. Auch die Polizei in Solani hatte so etwas noch nie erlebt. Sie bat Matteo, sofort in die nächstgrößere Stadt zu fahren und dort die ganze Geschichte zu erzählen. Auf der Polizeiwache entdeckte die Polizistin, dass sich in dem Korb ein Brief befand. Matteo und sie lasen ihn immer und immer wieder durch. Schließlich wurde klar, dass Matteo das Baby wieder mit nach Hause nehmen würde. Völlig erschlagen von diesen Neuigkeiten versuchte er sich erstmal zu sammeln, aber viel Raum hatte er dafür gar nicht. Das Baby musste versorgt, gefüttert und gewickelt werden. Als es endlich schlief, nahm er sich noch einmal die Zeit, den Brief ganz in Ruhe zu lesen. Matteo, ich weiß nicht, ob du jemals versucht hast, mich zu erreichen. Vielleicht hast du geschrieben und ich habe deine Nachrichten nie bekommen. Vielleicht hast du auch nie geschrieben. Ich werde es wohl nie erfahren. Als du gegangen bist, wusste ich noch nicht, dass ein Teil von dir bei mir geblieben war. Ich habe sie Hannah genannt. In meiner Sprache bedeutet der Name Blume. Ich hoffe, dass sie eines Tages dort Wurzeln schlagen darf, wo sie geliebt wird. Vielleicht erinnert sie dich eines Tages an den Sommer, in dem hier alles begann. Ich habe jeden Tag gehofft, dass ich sie selbst großziehen kann. Aber hier werden Entscheidungen für mich getroffen, die ich einfach nicht ändern kann. Mein Vater wollte, dass ich Hannah zur Adoption freigebe. Das konnte ich nicht. Deshalb bringe ich sie heute zu dem Menschen, von dem ich glaube, dass er sie aus freiem Herzen lieben wird. Vielleicht könnt ihr gemeinsam das Leben haben, das uns verwehrt blieb. Für mich beginnt nun ein anderer Weg. Bitte sucht nicht nach mir. Pass gut auf unsere kleine Blume auf. Juna. Und von da an begann alles sich zu ändern und allem voran Matteo selbst. Er hatte gar keine Zeit mehr, sich groß mit irgendwelchen Frauen zu treffen oder am Tag am Strand zu liegen. Die Kleine hatte vollkommen seinen Alltag im Griff. Und irgendwie machte es ihm sogar ziemlich viel Spaß. Er hing seinen alten Job als Rettungsschwimmer an den Nagel und suchte sich etwas, womit er von zu Hause aus Geld verdienen konnte. Als Gärtner lernte Matteo eine seiner in Mount Komorebi entdeckten Fähigkeiten wieder neu lieben. Es schien einfach perfekt zu passen. Jeder um ihn herum merkte, dass er dadurch regelrecht aufzublühen schien. Die Jahre vergingen und Matteo war ein völlig neuer Mensch geworden. Aber sein neues Leben gefiel ihm. Er konnte sich gar nicht mehr vorstellen, dass es irgendwann mal anders gewesen sein sollte.
Gelegentlich dachte er natürlich auch an Juna, wie es ihr wohl ging oder wo sie wohl gerade war. Und natürlich auch an den einen Sommer, den sie gemeinsam verbracht hatten. Und der sein Leben so aus den Fugen hatte geraten lassen, aber dem er doch unendlich dankbar war, weil er sein neues Leben so sehr liebte. Auch wenn es auf den ersten Blick gar nicht so aussah, als ob der Sommer einen großen Einfluss auf sein Leben gehabt hatte, hatte er doch schließlich einfach alles verändert. Mein Name ist Hannah. Die Geschichte, die ihr gerade gehört habt, war die Geschichte meines Vaters. Eine Geschichte, die er mir über die Jahre immer und immer wieder erzählt hat. Der Sommer, der alles veränderte, hat auch mein Leben verändert. Denn ohne ihn gäbe es mich gar nicht. Heute reise ich zum ersten Mal nach Mount Komorebi. Nicht um sie zu suchen, sondern um den Ort kennenzulernen, an dem meine Geschichte begann. Man sagt, jeder Mensch erlebt irgendwann den Sommer, der alles verändert. Für meinen Vater war es der Sommer, durch den er mich bekam. Für mich beginnt er heute.